Meine erste Verletzung erst. Nach 2-3 Mal hauen hat sich der leider wieder gelöst. Kevin alleine am toten Briefkasten. Der hat einen Feuerstahl abgegeben, die zwei. Ich bin gespannt, ob unsere Falle funktioniert hat und wir dafür eine Belohnung bekommen haben, was dann die Belohnung ist und was die Challenge für Tag 5 ist. Die gehen wir nämlich gleich abholen. So sieht's aus. Also dann aufstehen und rein in die kalten Klamotten. Niemals die Hygiene vernachlässigen. Das macht schon sehr viel mit einem. Kevin alleine am toten Briefkasten. Wir haben schon gespottet. Unsere Falle wurde ausgelöst. Also vermuten wir eigentlich, dass wir unsere wohlverdiente Ration bekommen. Guck mal, es muss geklappt haben, weil sonst wird das hier nicht so da liegen. Und da das Holz zum Auslösen innen drin. Also hat es geklappt. Bloß unsere versprochene Belohnung ist nicht da. Ja. Aber ich lese uns mal unsere Challenge vor. Tag 5. Heilige Scheiße. Gratulation, ihr habt es bis zum Morgen Tag 5 geschafft. Doch wenn ihr genau nachrechnet, wird euch auffallen, dass ihr heute Mittag erst seit vollen 4 Tagen in der Wildnis seid. Ihr müsst also noch 24 Stunden durchhalten. Doch keine Sorge, es wird nicht langweilig. War zum Glück. Oh shit, Challenge, Bushcraft. Ihr habt die Möglichkeit, Tokens zu sammeln, um die Höhe des Spendenbetrages zu steigern. Für jeden Gegenstand in der untenstehenden Beschreibung erhaltet ihr eine gewisse Anzahl an Tokens. Jeder Gegenstand kann maximal einmal gewertet werden. Lasst sie in euren Camp, sie werden morgen von der Orga bewertet. Zusatzaufgabe. Jedes Teammitglied muss einen persönlichen Gegenstand abgeben, bis 10 Uhr am Briefkasten. Wichtige Info. Macht euch morgen früh bis 6:30 Uhr für eure Abholung bereit. Ihr könnt euer Equipment im Camp zurücklassen, da wir zusammen die Camps aller Teams besichtigen werden. Tipp: Stärkt euch vorher nochmal ausgiebig, es wird ein langer Vormittag. Nein. Oh, fuck. Von was sollen wir uns stärken? Von Luft und Liebe oder was? Ich werde morgen, wenn die kommen, die Jungs auf jeden Fall mal festnageln, weil ich gerne wissen will, wo der Fehler lag. Sie hat halt funktioniert. Es kann natürlich sein, dass es halt jetzt heißt, also unsere war halt irgendwie 8- oder 9-stöckig. In dem vorgegebenen Bild war sie 10-stöckig. Kann natürlich sein, dass sie das bemängeln. Dann ist das natürlich leider auch vollkommen okay. Können wir nichts gegen sagen. Was mich jetzt so ein bisschen wurmt ist, wo ist unsere Belohnung? Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwach. Irgendwie... Hallo! Hallo Belohnung! Also, so viel zu, wir werden belohnt am heutigen Morgen. So, 2 persönliche Gegenstände müssen wir abgeben. Ich werde mir eine Isomatte abgeben. Ich glaube, die Energie haben wir, um eine neue Isomatte zu bauen. Und das kleine Tarp, das ist nicht überlebenswichtig. Wir haben in unserem großen Tarp Platz genug, um unser Holz dazwischen zu lagern. Und wir haben ja auch nur noch eine Nacht, ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Von daher, das ist das Erste, was wir machen. Wir bauen das kleine Tarp ab, machen die Isomatte zusammen, bauen Steffi eine neue Matratze und dann begeben wir uns hier an die ganzen Sachen. Ne? Okay, Chaga, das Ding hier kommt ab und alles, was hier ist, packen wir auch irgendwie hier noch zwischen uns. Wir haben nach hinten noch ganz viel Platz hinter unseren Köpfen, da am Bett. Deshalb machen wir das jetzt da ab. So, unser Shelter habe ich neu abgespannt. Die Ridgeline habe ich nochmal richtig stramm gemacht. Drin ist halt jetzt immer noch ein richtiges Raumwunder tatsächlich. Also ich bin gut zufrieden. Ich bin jetzt an unserer Austauschbox angekommen. Wir müssen ja noch einen Teamgegenstand abgeben als Ersatz für das Paracord, was jetzt nun auch weg ist. Und das wird unsere Wasserflasche sein.
Dann noch die persönlichen Gegenstände von jedem Teammitglied. Ich gebe mein Messer ab, schweren Herzens. Aber ich habe jetzt gerade mein eigenes Schnitzprojekt noch so gut wie fertiggestellt, wofür ich mein Messer brauchte. Ich habe es mir natürlich anders vorgestellt, dass ich dann schön abends am Lagerfeuer sitzen kann und schnitzen kann. Und das war heute alles ein bisschen in Hektik, weil wir das bis 10 Uhr abgeben mussten. Aber gut, alles für die Tokens, damit wir den Sieg nach Hause holen. Wobei Falle hat anscheinend nicht funktioniert. Gefäß war ein Reinfall. Also es geht wahrscheinlich jetzt hier nur noch um die Ehre. Dann wird Danny noch als Teamgegenstand die Plane abgeben. Wobei wir die ja gemeinschaftlich genutzt haben. Da sitze ich jetzt gerade noch drauf. Genauso auch wie die Isomatten. Aber wenn man das mal so als Teamgegenstand nimmt, durften wir ja drei persönliche Gegenstände. Ich hatte die Isomatte, Schlafsack und Messer. Davon bleibt mir jetzt nur noch der Schlafsack. Der ist mir aber heilig. Also, na gut, morgen ist der letzte Tag. Mehr können sie mir jetzt auch nicht wegnehmen. Und Danny hat die Plane abgegeben, hat noch sein Messer und den Schlafsack. Ja. Also der Teamgegenstand, stimmt, den sie jetzt abgegeben haben, statt die übrige Paracord, ist die Flasche. So ist es, genau. Und heute war die Aufgabe, 2 persönliche Items abzugeben. Das ist die Plane und das Messer. So ist es. Wir befinden uns im Briefkasten. Persönlicher Gegenstand von mir. Das 3x2 Meter Tab. Das geben wir ab. Und persönlicher Gegenstand von der Steffi. Die Isomatte. Geben wir auch ab. Legen wir hier hin. Also das zweite Tab haben sie abgegeben. Und diese übelst luxuriöse, komfortable Isomatte von der Steffi. Luftmatratze. Ein Luftbett war das. Das war öde. Oh krass, was ist das für das Teil? Krass, da merkst du ja gar nichts. Nee. Das hat echt nichts mit Survival zu tun. Nee, das ist echt heftig. So, wir haben jetzt hier tatsächlich ein bisschen Druck, weil wir müssen bis 10 Uhr 2 persönliche Gegenstände abgeben. Und nachdem wir aber ja jetzt halt sehr früh dran sind, haben wir jetzt noch echt viel Zeit. Und Teil unserer persönlichen Gegenstände ist einmal Manus Messer und einmal mein Multitool. Unsere Schlafsäcke oder halt noch, weil Manu 1 ja schon abgeben musste und ich noch 3 habe, mein Feuerstahl. Unsere Idee ist jetzt, dass wir richtig Gas geben und bis 10 Uhr alles fertig haben auf der Liste und uns somit dann beide Messer abgeben können, weil so haben wir noch den Feuerstahl, dass wir heute Mittag Feuer machen können und heute Abend Feuer machen können. Andererseits hätten wir sonst nur noch ein Messer und müssten das Feuerstahl abgeben. Und Feuer machen ohne Feuerstahl, wenig Bock. Ja, alles zu flach. Ich denke, hier wird es stattfinden. Ich guck mal, wo ich euch positionieren kann. Ziehe mich um und dann geht's ins kalte Wasser. Ich freue mich schon. Das weckt neue Lebensgeister in mir. Ja, die Socken sind mir leider etwas zu groß, aber wenn ich sie ganz hochziehe, dann geht's. Ach, einfach wunderschön. Wunderschön hier. Es hat gut getan, das Eisbad. Ich mache mich jetzt mal an den Hammer dran und habe hier schon so ein richtig schönes, dickes, fettes Stück. Buche, würde ich sagen, ist es. Und werde mir hier so ein Stück raussägen. Rest ist ja noch gutes Feuerholz. Aber da ist es nicht ganz so viel. Da säge ich mir jetzt 2 Stücke raus, dass ich schon mal so das Grundgerüst für meinen Hammer habe. Ja, hier, das sind, keine Ahnung, 2, 2,5 Zentimeter.
Ich bin platt. Ich muss eine Pause machen, ne? Und wir sind ja noch nicht mal annähernd in der Mitte. So, lala, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt am toten Briefkasten. Es ist kurz vor 10. Wir geben jetzt unsere 2 persönlichen Gegenstände ab. Und zwar haben wir das Ganze so gemacht. Wir geben unseren Feuerstahl ab, weil wir haben jetzt schon Feuer gemacht. Das ist halt sehr, sehr früh. Wir brauchen Feuer eigentlich erst am Abend, weil wir unsere Ration essen wollten. Aber wir haben jetzt schon Feuer gemacht, weil wir der Meinung sind, wenn wir Glut haben, Mittag rum, dann schaffen wir es einfach immer wieder 1, 2 Stöcke rein. Und so können wir das Feuer bis am Abend anlassen. Das kriegen wir hin. Und jetzt noch der zweite persönliche Gegenstand. Wir haben uns tatsächlich für das Multitool entschieden. Es hätte zwar, also zur Auswahl standen das Messer oder das Multitool. Im Grunde wäre es egal, mit dem Multitool haben wir mehr Möglichkeiten, aber wir brauchen eigentlich nichts mehr. Die heutige Challenge war ja Bushcraft, das heißt viele Gegenstände bauen und wir haben wirklich alles. Wir haben den Hammer, wir haben den Löffel, wir haben den Korb zum Tragen, weil wir unsere Falle wiederverwendet haben. Ich hoffe, das ist okay, weil wir haben das so interpretiert, dass es unsere Belohnung ist. Dann haben wir die Bank, haben wir an Tag 2 schon gebaut. Und der Kevin ist jetzt richtig fleißig. Da bin ich echt dankbar, dass das mein Teampartner ist. Weil der Kevin hat einfach den Rucksack jetzt schon zu 90% hingeklatscht. Also wir sind wieder, wie gesagt, kurz vor 10 und wir haben alle Gegenstände schon fertig gecraftet. Das heißt, wir brauchen das Multitool auch gar nicht. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist dieses Naturseil. Aber das ist sowieso geschenkt. Das ist das Leichteste eigentlich, finde ich. Das kriegen wir hin. Und noch ein Vorteil, wenn wir unser Messer behalten. Das Messer war ein Geschenk von unserem Coach Justin. Und er hat noch gesagt mit dem Wortlaut, damit wir einen Teil von ihm mit dabei haben draußen in der Wildnis und dass wir an ihn denken, dass es uns Kraft gibt. Ich habe den Jungs dafür zur Belohnung gesagt, die kriegen mein Messer mit, dass sie also auch ein bisschen irgendwie was haben, dass sie an mich denken, wenn ich da draußen, dass ich irgendwie mit dabei bin. Der Spirit kommt mit. Ja, genau. Ja, schön. Und ich bin zwar eigentlich nicht so der Sentimentale, aber wir haben, glaube ich, tatsächlich jeden Tag an Justin gedacht, wollen es auch für Justin durchziehen. Also es war nicht gelogen, ich glaube, es gibt uns wirklich Kraft. Und einfach diesen Gegenstand dabei zu haben, zu wissen, der ist von Justin, der hat ihn uns gegeben, damit wir das Ding durchziehen, das gibt einfach noch mal ein bisschen extra Energie. Deswegen wollte ich das Messer dann doch ungern hergeben und deswegen wird's Feuerstahl und Multitool. Und ich lege sie da jetzt in unsere Munitionskiste. So. Jackal drauf. So. Check ich mal den Briefkasten. Oh oh. Und ein Multitool. Tja, Team Bayern. Das wird immer geil. Die haben einen Feuerstahl abgegeben, die zwei. Wir müssen morgen Feuer machen an der Abschlusschallenge. Ohne den kommen sie nicht ans Ziel. Das geht nicht. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber halt so alles, was irgendwie mit tiefergehenden Aufgaben zu tun hat. Davon lasse ich partout die Finger, weil
Das bringt halt nichts. Jetzt haben wir hier so ein Loch drin. Dann kann man das hier ein bisschen reinstecken. Und jetzt würde ich hier noch Schnüre drum machen, dass das dann unten halt richtig fest ist. Und dann kann der halt auch nicht so leicht wegrutschen, hoffe ich. Und ich will die Schnüre halt hier schön eng hier drunter setzen, damit er nicht so viel Spiel hat. Okay, soweit hält er schon mal. Aber wenn ich jetzt so doll haue, dann rutscht er wieder. Das heißt, ich mache hier jetzt noch die Bänder drum. Hier unten habe ich noch eine kleine Kerbe reingemacht, damit ich das Seil einmal von oben nach unten ziehen kann, damit ich halt Spannung aufbauen kann. Und hier unten kann ich das Seil dann ordentlich drum wickeln, damit es sich nicht verschiebt. Also, wir nehmen wieder einmal Machete und Hammer. Gucken wir uns mal das Holz an. So irgendwo, ne, Ast war ja hier keiner mehr drin. Aber hier an der Seite seht ihr, da habe ich einige Male reingehackt mit der Machete. Dann spalten wir einfach das Stück jetzt hier weg. Ja, ich lasse noch so 5 mm vom Stiel weg. Batonieren wir das jetzt hier runter. Und gucken, dass wir natürlich gerade sind. Sollte aber ja easy gehen, das ist ja nur, keine Ahnung, 12 cm. Hammertest erledigt, aber ich kam zurück und habe gedacht, okay, komm, wir müssen noch ein bisschen schön machen, ja. Kanten hier alles noch abgefasst, ja, dass hier keine Spitzen und sowas mehr dran sind. Auch hinten den Griff noch mal schön. Ja, so, also wenn Sie da jetzt noch was sagen, ja, dann kann ich mir auch nicht mehr helfen. So, wir gehen weiter zum Zugtest. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Und wenn ich das Danny sage, wird er diesen Weg hier nie wieder lang gehen. Schön. Was war das für eine? Blindschleiche. Ich habe jetzt keinen gelben Streifen im Nacken gesehen. Das sind ja die Ringelnattern. Ein X auf dem Kopf habe ich auch nicht gesehen. Was war das für eine? Schreib's doch mal in die Kommentare. So. Der Hammer ist jetzt fast fertig. Ich klopfe das Ding jetzt hier noch weiter rein und dann kommt von oben noch ein Spreizkeil rein. Und dann ist der Hammer fertig. Krass. Schau dir doch mal das Ding an. Ha? So, jetzt wird das hier oben abgesägt. Geil! Hammer ist fertig. Und jetzt sieht man, dass hier oben der Keil drin ist und hier außenrum gespreizt der Hammerstiel. Und somit haben wir einen geilen Hammer. Okay, nach 2-3 Mal hauen hat sich der leider wieder gelöst. Aber ich habe noch eine Idee, was man machen kann. Boah, ich glaube, ich habe es hingekriegt. Der wackelt auch nicht mehr. Das sieht echt gut aus. Wir machen jetzt den Test. Ich ziehe jetzt einen der Karabiner raus. Dann hauen wir die damit rein. Und dann haben wir einen Hammer. Hält. Dansens Hammer. So, in Sachen Schnur. Ich habe jetzt 3 Lianen zusammengeknotet. Jetzt versuche ich sie zu flechten. Ich hoffe, dass sie nicht reißen, weil sonst kann ich alles von neuem beginnen. Aber ich habe hier keine anderen Lianen mehr. Ansonsten müsste ich wieder auf Wanderschaft gehen, um noch frischere zu kriegen. Aber das kostet wieder massiv Energie. Die möchte ich eigentlich weitestgehend sparen. So, kurzer Zwischenstand. So, ein bisschen habe ich schon geflochten. Jetzt muss ich wieder neue Ranken da reinknoten, damit ich weiter flechten kann. 2 Meter sind doch länger als gedacht, wenn man da zusammenknüpft. Und dann bin ich natürlich echt gespannt, ob das überhaupt hält. Weil ansonsten war das ganz schön viel Arbeit für umsonst. Ich habe mir jetzt noch ein paar Wurzeln geerntet und die zwiebel ich jetzt in allen Bereichen noch mal drumherum, in der Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen noch stabiler wird.
damit das dann auch schön hält und wir gute Tokens sammeln können. Wir sollen trotzdem weiterziehen. Am Ende, okay, da muss das Ende weitergemacht werden. Der Rest hat gut gehalten. Der Wahrheit, wir kommen zum zweiten Zugtest. So. Andere nennen es auch Tauziehen. Alles klar. Zieh. Okay, also Spannung haben wir. Wir sollen trotzdem weiterziehen. Es geht auseinander. Es reißt nicht, es Ja. geht auseinander. Aber zieh noch ein bisschen. Ja, aber dann reißt es vielleicht ab, Meinst du? weil es jetzt hier immer dünner wird. Ja, so viel Wurzelfarbe, das muss halten. Ja, ich glaube 5 Kilo haben wir, oder? Ja, locker. Ja. Supi. Chaka. Wir haben angefangen, den Korb zu flechten. Wir haben es jetzt natürlich absichtlich so gemacht, dass unsere Wände an der Innenseite sind. Ich habe dann fixiert gerade das Ende noch. Wir haben dann noch ganz viel Lianenzeug. Ja, und jetzt machen wir einfach weiter, oder? Ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu der neuen Serie auf Pro7. Wir bauen einen Rucksack. Sieht schon noch Körbchen aus, oder? Ja, es geht in die richtige Richtung. Es wird. Nice. Ist halt Wahnsinn, wie gut die sich knoten lassen. Mhm. Wie Krass. stabil die sind. Denson Grip noch weiter nach Danny. Ich habe ihn als Denson kennengelernt, so hat er sich mir vorgestellt in der ersten Podcast-Folge, die ich mit ihm gemacht habe. Danny gräbt noch weiter nach Wurzeln, weil halt eben das Mittel der Wahl ist. Und ich versuche schon mal, die irgendwie in den Korb einzubauen. Also jetzt nur noch die Schulterträger festbinden, dass die nicht mehr abhauen, so wie auf der anderen Seite. Und dann ist das Ding fest und transportbereit. Also das Ding, ja, hat 5 Kilo, Echt? hätte ich jetzt gesagt. Oh, das ist echt nicht so schwer, gell? Nee, 5 Kilo sind das ungefähr, aber der passt da halt jetzt nicht rein, gell? Nicht? Nee. Aber Ja. Warte, ich lege ihn jetzt einmal mal nur so drauf. Aber es hält halt easy. ja, ja. Also locker easy. Genau. Okay. Ja, Was? ist krass, oder? Das ist ja geisteskrank. Das ist ultra gemütlich. Mit dem könntest du zur Schule gehen. Ja. Abgesehen davon, dass man ausgelacht wird, aber... Was für ausgelacht, bist du behindert? Ich wäre der heftigste G mit dem Rucksack in der Schule. Okay, Da wird jeder sagen, was geht mit mir Dann ab? nimmst du den mit und dein Kind soll damit in die Schule gehen. Junge, wie krank ist denn das? Dem gibst du doch gleich einen Löffel und Hammer mit. Das ist halt wirklich maximal entspannt. So, Freunde, ich habe jetzt hier noch meinen Hammer, wartet. Vergiss dein Löffelchen nicht, gell? Ich glaube, wir haben jetzt gleich alles auf, bis auf das Seil, haben wir jetzt alles auf dem Bild. Rucksack, ah ja. Bank, Rucksack, Korb, Hammer, Löffel. Das Seil fehlt noch. Wir brauchen nur noch das Seil. Und dann sind wir fertig. Da könnte ich doch schon einen Löffel draus machen, oder? Na, hier vorne den Essbereich. Ja, ich meine, hier so eine kleine Verästelung könnte man aber einfach mit einarbeiten. Hatte David auch einen richtig geilen Löffel, hat er sich gemacht. Allerdings ist es ein schönes Abendprojekt. Dauert, für den Löffel hat es gedauert, wenn man es kann, wenn man mit dem Messer gut umgehen kann, seid ihr da trotzdem bei 5-6 Stunden für so einen Löffel. Okay. Zack. Jetzt klemmt ihr das vorsichtig fest.
Und jetzt? Ja, also ich habe noch nicht wirklich eine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, wie ich das angehen soll. Alter, guck mal, da geht ja richtig was weg. Tada! Wir haben Feuer gemacht. Vorne ist noch so eine schöne Verästelung, die lasse ich drin, mache da noch so einen kleinen Bogen rein. Das wird richtig edler Löffel, alter Verwalter. Ja, Steffi ist hinten schon fleißig am Flechten, aber das wird ja auch gleich. Setzen wir uns einmal. An der Probe sitzen? Ja. Oh, angenehm. Hat sich's gelohnt? Wackelt's? Nee, Nee, ist gut. gute Höhe, sehr angenehm. Perfekte Distanz cool. zum Feuer. Ja, sehr, sehr cool. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Stockbrot. Stockbrot, ja. Das wäre Mit jetzt Käse, geil. mit Käsefüllung. Ja, das wäre jetzt geil. Schön Feuer machen, zack. Ja. So, ich habe mittlerweile angefangen zu flechten. Also Stand jetzt ist das halt eine Standardreuse, aber ich mache die gar nicht so weit und auch nicht so hoch. Und dann dürfte das ja wie ein Korb sein. Ich habe fertig. Tada! Ein wunderschöner Korb. Kann man tragen. Alles reintun. Also ich bin begeistert. Es war super viel Arbeit. Ich habe alles nochmal mit Wurzeln festgezurrt. Und tatsächlich, meine erste Verletzung erst. Ich habe zwar die ganze Zeit Handschuhe an, aber die Wurzeln konnte ich natürlich nicht mit Handschuhen so gut festzurren. Aber meine Hände sind mittlerweile so trocken, dass sie super einfach aufgehen. Macaroni Cheese. Krass, krasser Scheiß. Hier, du darfst den ersten Abschlecker machen. Ich gebe ihn dir. Geschmacklich ist es eigentlich an sich okay. Jetzt rausduftet. Okay, Taste Test. Darf ich? Ja. Okay, also aussehen tut's wie gehäckselt. Und Kotze. Aber Und auch mal wieder was kauen. einfach, ja, ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Einfach mal wieder was kauen. Und da ist ja alles dabei. Da ist ja Gemüse, Mais. Alter. Das ist dumm. Es ist dumm, dass sowas so geil ist. Ohne Scheiß, ich bin eigentlich gerade so dankbar. Und sauer auf diesen verfickten Bären. Er hätte auch allein meins sein können und der Manu hätte auch eins gehabt. Aber nein, hier gibt's nicht mal Bären, Alter. Meinst du, der Bär kommt auf die Idee, dass er sich hier Wasser aufsetzt, das Ding aufreißt, 8 Minuten wartet, bis er das dann essen kann, oder was? Glaubst du ja wohl selber nie. Okay, dann starten wir mal die OP. Das war ja easy. Ja. Ja, die hat ja auch gerade erst angesetzt. Ja.
gucke dann immer, ob dann auch wirklich alles mit raus ist. Wenn die halt schon tiefer drin sind, dann muss man halt mehr Kraft aufwenden, die abzuziehen. Und noch ein Tipp, ich mache das immer so, also nicht rausdrehen, sondern einfach gerade rausziehen. Und vorher, bevor ihr nach oben zieht, ein bisschen quetschen. Ich habe mal gelesen, dass die dann von alleine schon relativ loslassen, wenn die so ein bisschen gequetscht werden und dann einfach nach oben gerade rausziehen. Ja, so sieht das gute Teil aus. Ihr kennt es wahrscheinlich. Schöne Astgabel noch nach hinten gespannt. Die habe ich ja gerade verschnürt. Das gibt später meine Rückenlehne. Unsere Deko hat jetzt auch mal ein Einsatzgebiet hier oben drauf. Ansonsten, hier kommen jetzt noch ein paar Stöcker drauf als Sitzfläche und hinten hoch als Rückenlehne. Da weiß ich noch nicht wie viel und wie ich sie genau festmache, aber ich vermute mal auch mit so dünnen Lianen oder sowas. Ich muss mal gucken, was ich finde, dass ich die da ein bisschen drum tütteln kann. Sonst rutschen die einfach nach unten weg. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen Sitzfläche. Richtig cool. Ich saß gerade schon drauf. Ja, ich habe das alles hier einfach mit so kleinen Lianen immer so hinten rum schlangenlinienmäßig festgebunden. Oh, das ist richtig gut. Also heute ist quasi von allem so das Letzte. Boah. Es ist das letzte Essen, das erste Essen am letzten Tag. Es wird jetzt das letzte Feuer sein, an dem wir noch sitzen zu zweit. Es wird die letzte Nacht sein. Zu zweit. Nee, Zu zweit? Nicht Hotel. Ja, im Hotel, aber zumindest zu zweit draußen in unserem Luxus-Shelter. Ja, und es wird auch wahrscheinlich das letzte Mal, vielleicht jetzt nicht heute das letzte Mal, aber es wird auf jeden Fall das letzte Mal sein, dass ihr von uns Survival-Content kriegt. Und ja, in diesem Sinne, wir hocken uns jetzt erstmal ans Lagerfeuer. Ich hoffe, euch hat... Gut gekocht. Ja. Ich hoffe, das Essen mit uns war angenehm. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Also hier unten Paracord aufgespalten, oben habe ich es noch ein bisschen angeschnitzt und ja, man kann auf jeden Fall was damit greifen. Er erfüllt seinen Zweck. Nachdem ich mir einen Löffel geschnitzt habe, mein zweites eigenes Schnitzprojekt, beziehungsweise habe ich ja noch das Herzchen, was ich euch auch mal eben zeigen möchte. Ich muss dazu sagen, es ist nicht gut geworden. Ich habe es in Hektik geschnitzt. Jetzt, wo wir gerade ein bisschen Leerlauf haben, wäre es natürlich viel schöner gewesen. Aber Dannys Messer ist stumpf. Mein scharfes Messer, was sich besser eignet zum Schnitzen, weil es ein bisschen kleiner ist, musste ich abgeben. Naja, das ist mein Herzchen hier geworden. Die Geste zählt, hoffe ich. Schatz, du weißt, dass ich nicht so beim Basteln begabt bin, aber hier kleines Andenken. Ich wässer jetzt aber das Seil und den Korb, damit die wieder ein bisschen stabiler werden. Denn ja, die Wurzeln etc. sind schon langsam trockener und das ist nicht mehr so reißfest. Und das muss ja alles bis morgen gut halten. In der Hoffnung, dass das auch der Plan so aufgeht. Chaka, jetzt packen wir Gewicht rein. So, wir zählen mal mit. 1,5, die ist voll. Chaka. 1,5 ist auch voll, sind wir bei 3. Steffi, alles gut? Alles Paletti. Okay, hier haben wir noch eine Literflasche. Rein damit. Wären wir bei 4. Den haben wir noch, 5. Die andere ist leider leer. Das bisschen haben wir noch. Das sind wir dann halt bei, naja, sagen wir mal 5,5 Kilo.
So, Steffi, dreh mal. Aber es hält. Es war mega, hier mitmachen zu können. Ich habe eben dem Danny auch gesagt, dass ich mich sehr gefreut habe, mit ihm hier ein Team gestellt haben zu können. Er war halt wirklich der Einzige, den ich mir sofort, als wir mit Simon gesprochen haben, der mir in die Gedanken gekommen ist. Weil man muss erstmal jemanden finden, der verrückt genug ist, sich dem hier zu stellen und auszusetzen und das hier alles mitzumachen und durchzumachen. Und mit einer fremden Person hätte ich es halt überhaupt gar nicht gemacht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns gut kennengelernt. Er ist ein absoluter Ackergaul, ein Arbeitstier. Wahnsinn, was er hier alles gemacht hat und rangeschleppt hat und so. Wir haben uns sehr gut verstanden. Stimmung war immer gut, kein Gezicke, nichts. Also perfekt. Oder? Es war super. Es war mir ein inneres Kirschenpflücken mit dir. Sagt man das so? Ich glaube ja. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Du bist wirklich klasse, ein super kreativer Mensch im Vergleich zu mir, was das angeht, was wir hier gemacht haben. Und es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, das mit dir zusammen durchzuziehen. Das war wirklich gut. Dann auf den letzten Abend. Ja. Gute Nacht. Der Spaß hier ist auf jeden Fall nicht ohne. Das geht ordentlich auf die Beine. Hey, wir hetzen uns hier ohne Pause einen ab, jagen uns da hoch wie so Geisteskranke. Alles gut, wirklich. Oh mein Gott, das ist jetzt neue Energie frei. Ja!